Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie manchmal einen Raum betreten und sich fühlen wie Luft? Sie wählen Ihre Worte mit Bedacht und trotzdem wandern die Blicke ab, gefangen im Licht der Handybildschirme. Selbst wenn Sie etwas Ernstes sagen, wird es weggelacht, als wäre es nur ein kleiner Scherz, nichts Bedeutendes. Vielleicht spielen Sie, ohne es zu merken, eine Rolle in einem seltsamen Theater, in dem andere Ihnen auf 1000 subtile Arten signalisieren: Du bist hier unwichtig. Heute schauen wir uns genau das an. Diesen merkwürdigen Zustand, den viele Menschen tief in sich spüren, aber nicht benennen können. Mikrosignale, die ihnen zuflüstern: Du wirst nicht ernst genommen. Und glauben Sie mir, sobald Sie diese versteckten Codes entschlüsseln, klärt sich plötzlich vieles in Ihrem Leben. Diese Verhaltensweisen werden in der Psychologie als Mikroaggressionen bezeichnet. Von außen wirken sie völlig harmlos, aber in Wahrheit sind sie systematische Angriffe auf ihre Würde. C.G. Jung sprach vom Schatten. Während Menschen nach außen hin höflich auftreten, brechen ihre unterdrückten Impulse durch kleine Risse nach außen. Verachtung, Dominanz. Das perfide daran ist, dass sie es nicht sofort erkennen können. Es bleibt nur dieses diffuse Gefühl zurück, diese Unruhe, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Der Schmerz der Ungewissheit: Irgendetwas stimmt nicht, aber ich kann es nicht greifen. Genau diese Wahrheit ist die schärfste Waffe der Manipulatoren. Erstes Zeichen: unterbrochenes Zuhören und halbierte Sätze. Wenn Ihr Redefluss ständig zerschnitten wird, ist das keine Unaufmerksamkeit. Es ist eine Haltung. Die Neuropsychologie zeigt uns: Wenn unser Geist jemanden als wertvoll erachtet, hören wir aktiv zu und lassen ihn ausreden. Aber wenn jemand Sie pausenlos unterbricht, mit einem Ja, ja, verstehe, abwürgt oder Ihre Sätze selbst beendet, dann hat diese Person in ihrem Kopf längst eine Hierarchie aufgebaut. Ihre Worte sind für Sie kein Horizont, sondern ein lästiges Protokoll, das man über sich ergehen lassen muss. Achten Sie darauf. Diese Menschen zeigen nach einer Unterbrechung keine Reue. Für sie ist das nicht mal unhöflich. Zweites Zeichen: die berüchtigte Abermauer. Wenn vor jedem Gedanken, der an Sie gerichtet wird, dieses Aber steht, werden Sie systematisch abgelehnt. Das ist vernünftig, aber du hast vielleicht recht, aber ich höre dich, aber diese Formulierung wirkt wie ein Olivenzweig, während sie in Wahrheit das Gesagte sofort hinrichtet. Erinnern Sie sich an den Dunning-Kruger-Effekt? Menschen mit geringer Kompetenz verfallen oft der Lust, andere korrigieren zu wollen, weil sie die Grenzen ihrer eigenen Unwissenheit nicht sehen. Diese Abermauern um ihre Worte sind meist nur der Schutzschild für das Ego ihres Gegenübers. Drittes Zeichen: verschlossene, kühle Körpersprache. Wenn der Verstand eine Bedrohung wittert oder jemanden für unwichtig hält, nimmt der Körper automatisch defensive Positionen ein. Verschränkte Arme vor der Brust, übereinandergeschlagene Beine, ein Oberkörper, der sich nicht zu Ihnen dreht. Blicke, die ständig woanders hinwandern, aber die eigentliche Raffinesse liegt hier. Manche setzen das bewusst ein. Ihre Zunge behauptet zuzuhören, aber Ihr Körper sendet eine andere Botschaft. Du bist hier überflüssig. Viktor Frankl sagte es so: In der schmalen Lücke zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere Freiheit. Aber die meisten sehen diesen Zwischenraum nicht. Sie verinnerlichen die stille Ablehnung direkt. Vielleicht gehöre ich hier nicht hin. Viertes Signal und vielleicht das verletzendste: fehlender Blickkontakt oder diese eisige Leere in den Augen. Man sagt, die Augen sind der Spiegel der Seele. Aber wenn jemand mit ihnen redet und in seinen Blicken kein Funke Wärme liegt, kein Interesse, keine echte Verbindung, dann interagiert er nicht mit ihnen, sondern mit einem leblosen Objekt. Noch erschreckender: Manche schauen sie direkt an, aber sehen durch sie hindurch. Ihre Augen ruhen auf ihnen, doch ihr Geist ist woanders. Das ist ein Verteidigungsmechanismus, den die Psychologie als Depersonalisierung kennt. Anstatt sie als Mensch wahrzunehmen, werden sie zu einer Funktion degradiert.
ein Störfaktor, ein reines Werkzeug. 5. Zeichen: Reaktionszeiten. Dass Ihre Nachrichten systematisch unbeantwortet bleiben oder bewusst verzögert werden. Das ist eine der häufigsten Mikroaggressionen unserer Zeit. Die Ausrede „Ich war so beschäftigt" liegt immer bereit. Aber die Wahrheit ist, Menschen schaffen für das, was ihnen wichtig ist, ein Zeitfenster. Wenn jemand Ihre Nachricht tagelang liegen lässt, während er gleichzeitig in sozialen Netzwerken aktiv ist, dann gibt es dort eine harte Prioritätenliste und Sie stehen ganz unten. Das ist eine Machtdemonstration. Jemanden warten zu lassen bedeutet, über seinen Willen zu dominieren. Wer Sie im Wartezimmer halten kann, besitzt auch die Macht, Sie zu lenken. 6. Zeichen: systematische Abwertung Ihrer Erfolge. Sie erreichen etwas und was kommt? Das hätte jeder geschafft. Du hattest einfach Glück. War ja auch nicht so schwer. Hier wird eine geplante Entwertung durchgeführt. In der Psychologie nennt man das Minimierung. Das Ziel, die Festungen Ihres Selbstwertgefühls zu schleifen und den eigenen Status zu sichern. Denn Ihr Glänzen wird in deren fahlem Licht zur Bedrohung. Jungs Schattenkonzept explodiert genau hier. Wenn Menschen bei anderen Erfolge sehen, die sie selbst nicht erreichen konnten, triggert das ihre dunklen Seiten. Aggressive Abwehrmechanismen werden aktiviert. Bevor wir weitermachen, lassen Sie uns kurz innehalten. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Keine dieser Handlungen wirkt für sich allein grausam. Alle haben eine Tarnung, einen Spielraum für Leugnung. Das ist das Hinterlistige an dieser Form der Manipulation. Wenn Sie sagen, du ignorierst mich, kommt sofort der Schutzwall. Du bist zu empfindlich. Du dramatisierst. Das ist die Grundlage von Gaslighting. Die Wahrheit wird so verbogen, dass Ihr Vertrauen in Ihre eigene Wahrnehmung an der Wurzel erschüttert wird. 7. Signal: Ihre Ideen genießen erst dann Ansehen, wenn andere sie aussprechen. Das ist vielleicht die frustrierendste Erfahrung. In einer Besprechung machen Sie einen Vorschlag. Eiskaltes Schweigen. 10 Minuten später kommt derselbe Vorschlag von jemand anderem und wird mit Applaus überschüttet. Die Sozialpsychologie nennt das die Illusion der Quellenglaubwürdigkeit. Menschen bewerten nicht den Kern der Botschaft, sondern die Person, die sie vorträgt. Wenn Ihre Ideen vorab als wertlos abgestempelt wurden, finden sie nie Gehör, egal wie genial sie sind. 8. Zeichen: die rücksichtslose Entwertung Ihrer Gefühle. Du übertreibst. Es gibt keinen Grund, das so aufzubauschen. Du bist viel zu sensibel. Wissen Sie, warum empathische Menschen irgendwann explodieren? Weil sie Wochen, vielleicht Jahre lang ihre Gefühle herunterschlucken mussten, weil ihr Umfeld ihnen einredet, diese Gefühle seien nicht legitim. Aber das Existenzrecht eines Gefühls braucht keine Bestätigung von außen. Was immer Sie fühlen, ist real. Sie selbst durchleben diese Frequenz. Wenn jemand das ständig unter den Teppich kehrt, entzieht er Ihnen Ihre eigene Realität. 9. Zeichen: noch subtiler. Ihre Fragen bleiben unbeantwortet oder bekommen nur oberflächliche Reaktionen. Sie stellen jemandem ehrlich eine Frage und bekommen nur ein „Weiß nicht", ein „Was hat das damit zu tun" oder einsilbige Mauern. Dann vermeidet diese Person absichtlich den seelischen Kontakt mit Ihnen. Kommunikation ist ein Energiefluss in beide Richtungen. Wenn eine Seite ständig Energie fordert, aber nichts zurückgibt, ist das emotionaler Vampirismus. Hochsensible Menschen spüren dieses Ungleichgewicht sehr deutlich. Ihre Radare dechiffrieren diese Energieasymmetrie in Sekundenschnelle. Und schließlich das unsichtbarste, aber zerstörerischste Zeichen: das Löschen ihrer Existenz aus dem kollektiven Gedächtnis. Nicht in Pläne einbezogen zu werden, von wichtigen Entscheidungen ferngehalten zu werden, in kritischen Momenten nicht mal im Gedächtnis aufzutauchen. Soziale Ausgrenzung stimuliert direkt die physischen Schmerzzentren im Gehirn. Ja, richtig gehört. Ausgegrenzt zu werden, schmerzt tatsächlich wie eine körperliche Wunde. Moderne MRT-Aufnahmen belegen das.
Wenn jemand sie routinemäßig vergisst, ist das kein Gedächtnisproblem. Es ist ein Akt der Ablehnung, vollzogen im Unbewussten. Und jetzt? Was werden Sie tun? Zunächst, diese Zeichen zu erkennen, ist keine Schwäche. Im Gegenteil, es ist eine gewaltige Kraft. Ihre Sensibilität ist kein Makel, sondern ein seltenes Instrument, das das Leben bis ins kleinste Detail verarbeitet. Ihre Introvertiertheit ist kein Mangel, sondern eine unerschütterliche Festung gegen manipulative Angriffe. Ich gebe Ihnen 2 konkrete Werkzeuge an die Hand. Erstens, die 3-Satz-Technik. Wenn sich jemand respektlos verhält, sagen Sie direkt: Ich habe genau gehört, was du gesagt hast. Innerhalb meiner Grenzen ist dieser Zustand nicht akzeptabel. Meine Erwartung für die Zukunft ist diese. Kurz, eiskalt präzise, geschlossen für jede Diskussion. Zweitens, die Grauer-Fels-Methode. Entziehen Sie toxischen Menschen sofort die emotionale Nahrung. Geben Sie auf Ihre Fragen nur stumpfe, einsilbige Antworten. Teilen Sie nichts Privates. Sorgen Sie durch Nichtreaktion für Ihre Eliminierung. Während Sie von Ihnen einen emotionalen Ausbruch erwarten, bleiben Sie reaktionslos wie ein Fels. Nach einer Weile suchen Sie sich ein anderes Opfer, um Ihre Energie zu verbrauchen. Und vergessen Sie nie die Lehre von Viktor Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Freiheit, unsere Reaktion zu wählen. Und in dieser Freiheit gedeiht unser Wachstum und unser Glück. Diejenigen, die Sie nicht ernst nehmen, versuchen eigentlich, ihre Reaktion zu manipulieren. Aber die wahre Macht ist es, unerschütterlich in diesem Raum stehen zu bleiben. Dieser Inhalt wurde nicht erstellt, um Ihnen Manipulation beizubringen, sondern um Sie vor diesen dunklen Methoden zu schützen. Das Hauptziel: Ihr Bewusstsein zu erhöhen und Ihre seelische Selbstverteidigung zu stärken. Nun frage ich Sie, welches dieser Zeichen findet in Ihrem Leben den größten Widerhall? Und was hat sich in Ihrer inneren Welt verändert, als Sie diese Wahrheiten erkannt haben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen, denn denken Sie daran: Sie sind nicht allein. Die Last, die Sie spüren, ist vollkommen real. Und jetzt hat sie einen Namen.